du mich hören, Harrison? Noch ist dein Mikro auf lautlos. Ja. Perfekt. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist der CISO von Veolia Deutschland, bist ein gern gesehener Gast auf unseren virtuellen als auch Live-Events mittlerweile geworden. Und du möchtest heute über die Technologien sind alles oder etwa nicht sprechen. Ein Blick hinter die Kulissen der Cybersecurity. Und damit gebe ich gleich auch schon mal das Wort an dich, Harrison. Okay, vielen Dank, Henrietta. Ich versuche meine Bildschirm zu teilen. Warte mal kurz, Bildschirm freigeben. So, Fenster, eine Sekunde. Chrome, das. Okay. Okay, Bildschirm teilen. Slide. Eine Sekunde, gehe ich nochmal hoch. Okay, so erstmal, könnt ihr mein Bildschirm sehen? Ja, jetzt sieht man alles gut. Okay, super. So, ja, ich bin CISO für Veolia Deutschland und freue mich quasi über dieses Thema zu sprechen. Es geht um diese Technologie und Menschen und wie sollen wir das mit umgehen, mit dieser Culture. Es gibt Unternehmen, die versuchen quasi mit dieser Digital Innovation was anzufangen, aber am Ende entweder man sagt, ja, wir machen einfach diese Innovation, Digitalization, oder man sagt, ja, wir machen ja diese Digitalization auch plus Sicherheitskonzept, aber manchmal beide passen nicht so, oder man sagt, ich nehme eine und lasse ich die andere. Usability, Value Added und diese ganze Thema. Heute mein Thema geht um einfach Technologie, sind alles oder etwas nicht. So, was sind Technologien? Am Ende, Technologie ist quasi die Nutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen für praktische Zwecke oder Anwendungen. Das heißt, Technologie geht um quasi mehr scientific Sachen und nicht etwas, die menschliche tun. Das heißt, am Ende, wenn wir über Technologie reden, manchmal, das sind quasi eine Idee von Menschen, die wäre quasi als Technologie weiterentwickelt. Und dann kommt immer dieses Verhältnis zwischen Menschen und Technologie im Rahmen des Cybersicherheitskonzepts. So hier habe ich geschrieben, Machines do what they thought to do, whereas humans act according to their consciousness. Das heißt am Ende, Maschinen oder Technologie, okay, nehmen wir Maschinen, die machen nur, was wir die betrachten. Zum Beispiel, Maschine tut das, was man ihr beigebracht hat, während der Mensch nach seinem Bewusstsein handelt. Das heißt, am Ende, wir konnten sagen, mit Sicherheitskonzept kann man nicht sagen, ich nehme nur Technologie oder ich nehme nur die Menschen. Das heißt, am Ende, beides sollte zusammen kombinieren. So, gehen wir nochmal zu dem Thema. Ist Technologie alles? Quasi in die Aspect of Cybersecurity. Das schauen wir weiter. So, die Themen. Warum eine gute Firewall allein nicht ausreichend should be bietet. Also warum eine gute Firewall allein nicht ausreichende should bietet. Ja, das ist immer das Thema, wenn man sagt Firewall. Es gibt diese Physical Firewall, quasi die physische Firewall, und es gibt auch quasi Antivirus-Produkte, die auch angeblich spielen genau wie eine Firewall. Der zweite Punkt wäre quasi, wie bringt man die Komponenten Prozesse, Firmenkultur, Technologien, Menschen und Management unter einen Hut. Quasi einen Hut, nur einfach dieses Cybersecurity-Konzept zu verbessern. Der dritte Punkt wäre quasi, warum ist es wichtig, dass die Management Sicherheit lebt? Das geht immer um diese Misconception of Security. Und das werden wir quasi heute ein bisschen nicht so tief reingehen, aber ein bisschen was erfahren. So, wir fangen erstmal mit dem ersten Thema, warum eine gute Firewall allein nicht ausreichend Schutz bietet. So, eine Firewall ist eine Netzwerksicherheitsgeräte. Was macht der eigentlich? Der überwacht den Eingehen- und Ausgehen-Netzwerkverkehr. Das geht um diese Inbound und Outbound.
Und auch quasi, man hat auch die Möglichkeit, IPs zu blockieren oder Datenpaket zu blockieren. Das ist das Einzige, das Firewall macht. Wie man sieht von hier, das ist der Firewall, das ist unsere quasi Private Network quasi oder unsere Heimcomputer oder ins Büro und hier ist das Internet. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir blockieren jede IP, erlauben wir nur die IP, nehmen wir Port oder Port 443 und Port 80 und alle Port können wir einfach schließen oder wir blockieren jede IPs, die von anderen Ländern und erlauben wir nur IP aus Deutschland, basiert auf diesem Geolocation-Thema. Und dann haben wir auch quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, wir cutten jede Connection, nicht sollte in unseren Netzwerk reinkommen und nicht sollte draußen gehen. Das heißt, am Ende, das ist das einzige, eine Firewall-Tool. Das ist Teil von der Technologie-Konzept in der Cybersecurity, Sicherheit. Okay, dann haben wir quasi, ja, Firewall klingt gut. Jede Person hört dieses Thema Firewall. Ja, Firewall. Ja, hast du Firewall? Was ist die Firewall Architecture? Aber trotzdem haben wir auch ein bisschen Schwachstellen für Firewall. Zum Beispiel, eine Firewall, jede Firewall hat eine Software. Es gibt keine Technologieprodukt, die keine Software hat. Das heißt, wenn eine Technologie, Software ist nicht aktuell oder es besteht eine Bedrohung, dann heißt das, diese Hardware ist quasi eine Bedrohung für das ganze Unternehmen. Genauso geht es um Firewall. Das heißt, wenn ein Firewall nicht ausreichend sind, dann gibt quasi zum Beispiel DDoS-Attack, zum Beispiel Insider-Attack. Für den Insider-Attack, ja, wir haben gesagt, wir schützen quasi Sachen, die von draußen kommen. Aber wie schützen wir in unserer Firma? Das heißt, Insider-Attacks. Wie können wir vermeiden? Firewall kann uns nicht so viel helfen, weil diese Mitarbeiter ist in unserem Unternehmen. Oder zum Beispiel falsche Konfiguration von der Firewall. Und diese ganzen Sachen, also ich brauche nicht alles zu lesen. Wir wissen quasi ein paar Schwachstellen über Firewall. Das sind Themen über diese Firewall, wo man sagt, Firewall in the concept of Cybersicherheit, in the concept of Technologie, reicht nicht für Sicherheitskonzept. Dann hat andere Unternehmen gesagt, okay, dann machen wir Antivirensoftware. Das heißt, wenn es gibt einen Insider, ja, wir haben ja eine physische Firewall und Insider hat die Möglichkeit, die Computer zu infiltration oder zu hacken oder etwas zu machen oder eine Schadenssoftware zu installieren. Das heißt, machen wir mit Antivirus-Software. Für die Antivirensoftware, das ist auch andere Technologie, die hat zwei Zwecke. Es kann auch eine Firewall sein und kann auch quasi andere Rolle spielen. Das heißt, heutzutage, wir wissen, es gibt viele Antivirus-Software, Kaspersky und andere Themen und ja, bis tot. So, jetzt haben wir noch ein großes Problem. Ja, wir haben gesehen, Technologie wie Firewall, Endpoint Protection Technologie, Antivirus-Software und diese ganzen Sachen. Aber trotzdem, die Hacker schafft immer wieder, um unsere Unternehmer zu hacken. Zum Beispiel, man sagt ja, diese Firma Server ist gehackt oder diese Applikation ist gehackt und bekommt man quasi Brief von den Unternehmer mit Hallo, es tut uns leid, unsere Server wäre gehackt, bla 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 bla. Ja, es ist nicht so, dass die haben quasi keine gute Technologie Mechanismus implementiert, aber es ist manchmal menschliche Versagen. So, zum Beispiel, ja, es gibt einen Mitarbeiter, der mag jede E-Mail auf. Also ich werde sagen, jede E-Mail auf. Heutzutage hat andere E-Mail-Anbieter die Möglichkeit, nehmen wir zum Beispiel, ein Hacker schickt ihr eine Daten und die Daten ist verschlüsselt mit einem Passwort 123. Klick einfach auf diese Datei und gib einfach dieses Passwort und was weiß ich, einen Rechner nochmal anzuschauen oder ein Dokument zu prüfen. Wir wissen, das ist eine Phishing-Attack. Aber es gibt Firmen, die sagen, okay, wir nehmen quasi eine
Endpoint Detection and Response Product. Das wäre vermeiden, quasi, man sagt, Endpoint Erkennung und Reaction. Das heißt, es macht eine kontrollische Überwachung auf die Computer, quasi. Aber nicht vergessen, das ist nur, wenn es gibt eine Datei in die E-Mail. Andere Firmen zum Beispiel, ich will keine Advert machen, aber es gibt ein paar E-Mail-Anbieter, die haben so gemacht, die haben diese Policy, wenn ein E-Mail kommt und es gibt eine verschlossene Datei, sollte diese Datei einfach gelöscht von der E-Mail. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt quasi ein E-Mail, bla 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 bla, es war eine Datei in dieser E-Mail, haben wir gelöscht. Okay, das klingt super. So konnte man sagen, ja, Technologie macht etwas. Aber was passiert, wenn der Phishing-E-Mail keine Datei ist, aber es ist ein Link? Das heißt, diese Hacker will quasi nur Daten klauen. Das heißt, sie klickt, nehmen wir einen Klon auf einer Website. Du klickst einfach drauf und dann geht man einfach hin und gibt man quasi seine Bank-Credentials oder Firma-Credentials zu einer wichtigen, sensitive Server oder Assets. So, man würde sagen, okay, was für Rolle spielt jetzt, wenn die Mitarbeiter die Daten zu anderen Server gibt? Oder haben wir die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn es ist keine HTTPS, sollen wir nicht erlauben, dass unsere Mitarbeiter dahin gehen. Ja, aber das spielt auch keine Rolle. Heutzutage gibt es viele freie SSL-Zertifikate. Zum Beispiel, Let's Encrypt. Das ist ein Open Source. Das heißt, ein Hacker kann quasi seine Website auch SSL verschlüsseln. So, am Ende man sieht, dass Technologie hilft uns immer nicht so 100%. Dann gehen wir weiter. So, dann die Frage ist, bis jetzt haben wir erfahren, dass Technologie reicht nicht. Und unser Thema geht um, okay, dann wie bringt man die Komponenten Prozesse, Firmenkultur, Technologie, Menschen und Management unter einen Hut? Das Sicherheit wäre ein bisschen gut ergänzen, dass die Firma wäre nicht einfach kaufen und kaufen und kaufen und kaufen und trotzdem wäre morgen diese Firma gehackt. So, ich gehe immer davon, dass eine Firma sollte quasi diese Punkte, Prozess, Firmenkultur, Technologie, Menschen und Management, die sollen alle zusammenkommen, um die Sicherheit einfach zu kämpfen und nicht nur einfach IT, neue Systeme zu kaufen. In traditional Cybersicherheit-Kultur gehen nur um Firewall und Antivirus-Softwares. Manchmal packt man ein bisschen einmal im Jahr IT-Sicherheit-Training oder so. Aber ich sage immer, wir sollten quasi mehr Holistik ansehen. Daher geht es um das Management, der Mitarbeiter, unsere Partner, Technologie, die wäre eingesetzt, unser Prozess und quasi auch ein paar andere Dienstleistungen, quasi Services. Weil, wenn ich rede über Services zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel die Banken. Die Banken vor, wann war das? Ich glaube 2014 oder 2015 war ein Boom mit dieser Fintech. Jede Bank hat versucht, einfach heutzutage Apps auf seine Hände, Apps zu entwickeln und diese ganzen Sachen. Und Anfang war immer, diese Sicherheit war nicht so das Beste, aber ich gehe davon aus, dass jetzt haben die angefangen, das Sicherheitskonzept ein bisschen zu verbessern. Das ist Teil von diesem Service. Und dieses Service am Ende ist auch ein Prozess oder quasi ein Endprodukt, die auch quasi die Sicherheitsperspektive sollte auch etablieren in diese Endprodukt. So am Ende, wir brauchen das Management, wir brauchen die Mitarbeiter, wir brauchen unsere Partner, weil sowieso, wenn wir das beste Produkt entwickeln und unsere Mitarbeiter, also wenn unser Produkt ist sehr 100% secure und unsere Mitarbeiter immerhin nicht mit diesem Sicherheitsthema klarkommt, dann haben wir immer noch Bedrohung. Und genauso, wenn unsere Mitarbeiter quasi verstehen, dass, okay, ich habe gestern auf ZDF mitbekommen, dass wir sollten immer unser Passwort so machen oder sollen wir nicht um jede Internet-Wi-Fi einfach connecten? Ja, das klingt super, aber was mit dem Management? Wenn der Chef einfach jede beliebte Kaffee gehen und einfach jede Wi-Fi einfach connect,
Dann konnte der Mitarbeiter sagen, naja, wenn mein Chef das macht, dann kann ich auch machen. Oder, okay, ich will keine Werbung machen. Und quasi unsere Partner, diese Due Diligence, wie kontrollieren wir, wie gut unsere Partner sind mit der Sicherheit? Ich sage immer, es geht nicht um diese ISO 27001 Certification, aber es geht auch quasi in die richtigen Wege of Security. Ich sage, es gibt einen Unterschied zwischen Sicherheit und Compliance. Wenn du sagst, du bist ISO 27001 Compliance, heißt nicht, dass es sollte deine Produkte in Kauf nehmen. Es geht um die Sicherheit-Perspektive auf die Services und die Applikation. Das sind zwei verschiedene Welten. Das heißt, Holistic Security geht um Management, Mitarbeiter, Partner, Technologie in Ansatz, die Prozess und die Dienstleistungen und quasi und so weiter. Hier habe ich in 2018 diese 9-5 Circle als ein Prozess, das ich entwickelt habe. Und hier geht um quasi die Prozess, wo man sieht, okay, Information Security Misconception. Ja, diese Misconceptions sind meistens zwischen unseren Chefen oder Mitarbeitern. Weil der Chef würde sagen, warum brauchen wir Sicherheit? Also kaufen wir das beste Firewall. Ey, sowieso NASA kann immer uns hacken oder so. Und das heißt, oder ein Mitarbeiter konnte sagen, warum sollte ich immer meine Computer schließen? Meine Kollegen sind hier. Ich hole mir nur einfach Kaffee. Ich brauche quasi das nicht zu tun. Ich vertraue meine Kollegen. Das ist diese Misconception oder Misperception of Security. Und dann geht es auch um diese Information Security Investment. Es geht, wie ich vorhin gesagt, es geht nicht nur um neue Technologie in Kauf zu nehmen, aber es geht auch, ob die Firma bereit sind, mehr Geld anzustecken, den Mitarbeitern Sicherheitskonzept, Know-how und Know-why. Weil es ist so, dass es ist gut, dass ein Mitarbeiter weiß, okay, wenn ich das hier draufklicke oder wenn ich ein E-Mail bekomme, ich muss so machen, zu gucken, zu kontrollieren, ob diese E-Mail von meinem Chef kommt oder von derjenige, der meinte, der von ihm kommt. Und außerdem, wir sagen immer, dass egal, wenn du glaubst, dass du kennst diese Person, der diese E-Mail gesendet hat, trotzdem konnte es sein, dass die Person E-Mail ist gehackt und der Hacker hat die Möglichkeit, dir auch diese E-Mail zu schicken, wo das E-Mail sieht sehr authentisch aus. Das heißt, mit diesem Know-how und Know-why auch investieren in die Mitarbeiter, nicht nur in die Technologie. Natürlich, du kannst nicht einfach auf Technologie oder nur auf die Menschen investieren. Das sollte quasi zusammen sein. Aber immer überlegen, was sind die Value Added? Was bringt uns? Die zweite ist das Organizational Commitment. Wenn ich sage Organizational Commitment, nicht vergessen, von Anfang habe ich gesagt, Information Security Misperception zwischen den Mitarbeitern und den Chefs. Hier der Organizational Commitment heißt die gesamte Unternehmer. Ist die ganze Unternehmer bereit, diese Sicherheit mit umzugehen? Oder es gibt Third Parties, Stakeholders, die meinten, nee, das ist zu teuer, das haben wir keine Zeit. Nein. Das heißt, wenn die Firma sagt, okay, wir arbeiten zusammen mit Firma A, dann konnten die auch quasi zusammenarbeiten, Events einfach tauschen und einfach Security Events oder Bedrohung auch einfach miteinander tauschen. Dann gehen wir zu dieser Security Intelligence. Am Ende, wie ich vorhin gesagt habe, es geht um die Mitarbeiter und es geht auch um das Management. Das heißt, diese Security Intelligence. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Ja, ich bin ein Mitarbeiter. Ich weiß nicht, was ich mehr machen. Wo soll ich mein Passwort hin speichern? Wie sollte ich mein Passwort einfach harter machen, dass kein Hacker mein Passwort einfach so einfach bekommen kann? Muss ich quasi, wenn ich ein E-Mail bekomme, wie kann ich sehen, dass diese E-Mail ist phishing oder nicht? Oh, ich habe einen Anruf bekommen. Jemand hat gesagt, mein Chef meinte, ich sollte Geld bezahlen. Wir müssen jetzt sofort zahlen. Das sind alle Teil von dieser Security Intelligence.
Dann gehen wir zu dieser Cyber Threat Intelligence. Die Cyber Threat Intelligence wäre quasi nur eine Silo. Das heißt, eine Firma sagt, okay, ich baue meine eigene Cyber Threat Intelligence Operation Center und dann mache ich mir meine anderen Sachen. Aber es ist auch gut, dass es gibt andere Thema Cyber Threat Intelligence Maturity. Das heißt, die Firma werde quasi mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Nehmen wir zum Beispiel Veolia. Wir sagen, wir haben eine Veolia in Belgium oder eine in USA oder so. Ja, jede Person konnte sagen, okay, gut, wir machen unsere eigene Sicherheit. Wir haben ein CM, ich bekomme meine Logs-Events und dann gucke ich mir das und bla bla bla. Aber es wäre gut, wenn, nehmen wir die Veolia in Deutschland, werde zusammen mit der Veolia in USA zusammenarbeiten und sagen, okay, wir haben eine SOC Center, das sind die Daten und dann kommt immer diese Tauschen vom Event. Hey, gestern haben wir diese Bedrohung bekommen. Schau mal, pack mal diese Rule auf deine CM oder of your whatever. Das sind quasi diese Cyber Threat Intelligence Maturity. Die external Partners, quasi diese Due Diligence, wenn wir neue Software in Kauf nehmen oder wenn wir neue Services, Dienstleistungen von anderen Unternehmen in Kauf nehmen, wie gehen wir damit um? Schauen wir auf die Compliance, schauen wir quasi die Terms, die AVV und diese ganzen Sachen, schauen wir quasi die Security Posture auf diese Unternehmen, schauen wir die Compliance zu GDPR und diese ganzen Sachen. Am Ende konnte man sagen, Security ist nicht nur quasi Technologie, es ist quasi eine Kette. Und darum haben wir quasi diese Framework mit dem Namen 9-5 Circle. Jetzt, nach diese ganzen Sachen hier, diese Misperception, Investment, Commitment, Intelligence, Threat Intelligence und External Partners, müssen wir auch verstehen, dass es gibt hier etwas mit dem Namen Central Point. Hier geht es um Kommunikation. Wie kommuniziert die Firma unter die Strichwort Sicherheit? Es ist wie ein Fremdwort für die Mitarbeiter, für die Organisation oder es ist ein Wort, das jede Person kennt. Außerdem gibt eine ISP, gibt eine Information Security Policy, dass jedes Thema, das wir hier haben, dass es wäre compliant zu einer bestimmten rigid ISP, Information Security Policy. Gibt manchmal eine external Revision. Das heißt, oder zum Beispiel macht hier quasi nur internal. Manchmal ist es gut, dass auch external Revision wäre einfach, das heißt, jemand, der out of the box denken würde und nicht als eine Revision internal. Auch external Revision ist ganz auch sehr gut. So, außer der Revision gibt auch quasi Vulnerability Test auf die Firma, Netzwerk und Mitarbeitern. Das heißt, am Ende, das ist quasi the holistic approach to the cybersecurity in the concept of the 9-5 circle. Okay, so dann haben wir die letzte Frage. Warum ist es wichtig, dass das Management Sicherheit lebt? Ja, am Ende ohne Management Support schaffen wir gar nicht von hier. Es ist genau wie ISO 27001 Zertifikation. Die erste Frage, hat Management dieses Thema über ISMS kommuniziert? Das heißt, Management Support ist ganz wichtig, weil wenn der Management sagt, nee, wir haben keine Zeit, wir müssen quasi andere Firmen kaufen oder ja, wir müssen so schnell das benutzen und haben wir keine Zeit für die Sicherheitssachen, dann haben wir quasi ein großes Thema. Das heißt, das Thema Management Support in the concept of cybersecurity ist ganz wichtig. So, das ist quasi der 9-5 Cycle, wie man sieht. Das ist ein Konzept, der dreht sich mal um, die ganze Zeit. Am Ende muss man quasi die Firma nochmal checken, ob alle Sachen, das sind implementiert, ist alles richtig oder gibt Gaps. Da geht immer mit dieser Gap Analysis und anzuschauen, was müssen wir machen, wo sind wir jetzt, warum kommen wir nicht weiter, was sollen wir jetzt machen. Das heißt, das ist das Ende. Danke. Vielen Dank, Harrison, für deinen Vortrag. Ich höre dich nicht. Du hörst mich nicht? Nee.
Hörst du mich jetzt wieder? Warte mal gucken. Ich höre dich nicht. Okay. Wie gesagt, wird Vielleicht sonst jemand werde ich hört gehört. dich, aber ich nicht. So, kannst du mich jetzt hören, Harrison? Nee? Okay. Also, mir wurde Vielleicht musst du von meiner mich, Kollegin wird mir gesagt, man kann mich hören. Warte, ich schreibe hier mal kurz. Ansonsten ne, würde ich ich höre im gar nicht. Chat dir die Frage stellen. Und dann kannst du vielleicht auf den Chat reagieren. So, und zwar, Echt? Komisch. Okay, dann also ich stelle von mal die meiner Frage, Seite, hast du einen Geheimtipp, ich guck mal. wie man das Management mitnimmt? Ich schreibe Konnte sein, dass ich habe quasi Ausgang. Nee. Konnte sein, ich habe Probleme mit meiner Lautsprecher oder meine Kopfhörer. Keine Ahnung. Ich höre gar nicht. Ich habe dir jetzt gerade noch mal die Frage in den Chat geschrieben. Ich guck mal, was hier steht. Ich versuche mit diesem Kabel was zu machen, vielleicht. Mhm. Hörst du mich? Ich höre dich. Okay, ist nicht. Ja, also wie wie wir die Management mitnehmen kann. Erstmal, wir sollten quasi die Management erklären, warum diese Sicherheit wichtig ist. Weil am Ende es ist so, dass die Management, die haben immer viele zu tun. Und für die Sicherheit ist quasi kein großes Thema. Es geht um diese Trade, quasi Sicherheit, Speed und quasi am Ende die Product Value. Und die geben mir auf die Quality und die Speed und die vergisst quasi immer diese Sicherheit. Wir sollten quasi die Management in einen Raum zusammenbringen und die erklären. Was Gute ist, man konnte quasi einen Hacker von einem anderen Unternehmen einfach sagen, komm einfach vorbei, hack einfach die Management-Handys, dass sie wissen, dass das geht. Es ist nicht nur eine Fiction, das ist keine Hollywood-Movie, das ist echt. Ja, sowas kann man machen, einfach mit dem Management umzugehen, ja. Vielleicht kannst du mich jetzt hören oder immer noch nicht? Nee. Shit, gar nicht. Da musst du einfach schreiben. So, also dann würde ich vorschlagen, sollten noch Fragen aus dem Publikum kommen, schicken wir die per Alles klar. Danke Schrift dir. an Harrison. Ja, alles Vielen klar. Dank Bis dann, an ne? dich. Genau. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Ja, so kann es manchmal auch gehen. Sie wissen, die Technik versagt manchmal auf manchen Seiten, aber ich hoffe, Sie haben mich gehört.